Alrighty, sind liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti, hauptsächlich auf EU 17, wo ich im Scout spiele. Wollen wir mal reinschauen, wie der Server so aussieht, wie es für mich lief. Da ja jetzt auch sehr interessante Event-Kombinationen anstehen. Ja, zum startenden legendären Dungeon am 20. Dezember kommt halt auch noch eine Event-Kombination, Gold-Event, Arena-Event, Hexentanz, Tier-Pet-Event, Schmied-Event, Seelen-Event und Auraler Großputz zustande. Also das wird sehr interessant, denn auf dem Server ist es ja im Prinzip so, wenn man jetzt mal reinschaut, es gibt schon einige Spieler über Level 200, knapp jetzt 20 wohl an der Zahl, haben wir ihn noch dabei und der Rest wird auch folgen. Aber alles, was jetzt zum Freitag schon erspielt werden kann, bringt halt auf jeden Fall Vorteile. Zum Beispiel durch den Goldbonus, wenn man die Stadtwache rauffährt. Ja, je höher das Level ist, desto mehr Gold gibt es ja für die verschiedenen Quests, für die verschiedenen Boni. Und gerade in der Stadtwache wird es sehr interessant. Da kann man sich einen Vorteil erspielen. Natürlich auch im Pet-Event, wenn man die Pets bis dahin recht gut unterwegs auch gespielt hat. Und was man sich theoretisch überlegen kann, ist, ob man vielleicht gerade in Richtung Donnerstag sich Pet-Kämpfe, also Pet-Habitate aufspart, die man dann dafür mit mehr Früchten abspielt. Aber ich glaube, seitdem wir die Expedition haben, ist das nicht mehr notwendig, denn man hat einfach schon einiges an Früchten in der Hinterhand, die man verfüttern kann. Also so ein extra Bonus durch aufsparende Habitate braucht man wahrscheinlich nicht mehr. Und was halt sehr interessant ist, Seelen-Event für die, die schon die Unterwelt haben. Es sind jetzt schon einige Spieler, die die Unterwelt freigeschalten haben. Die können natürlich durch das Seelen-Event extrem nach vorne kommen. Und ja, das muss man, da muss ich jetzt auch mal gucken, wie es da bei mir aussieht. Ich bin da Level 10 in der Fortress. Ich brauche halt jetzt noch die Ressourcen für Gem, mein Level 10. Und dies, ja, sag ich mal, das kann man kriegen. Das kann man auf jeden Fall erhalten. Aber es gibt nicht so viele Spieler, obwohl ich relativ weit oben im Rangbereich sind, die jetzt wirklich, ja, ich sag mal, sehr gut ihre Festung ausbauen für so ein, sag ich mal, so jetzt keine Festungspartnerschaft als solches, aber trotzdem, dass man hier die Ressourcengebäude ein bisschen hochgepusht hat. Also meistens, also hier Shopred Panda zum Beispiel, den finde ich hin und wieder, der ist da ganz gut unterwegs. Also man könnte mehr Ressourcen bekommen. Es gibt auch einige, die die Verteidigung ausgebaut haben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich denke, ich sollte auch noch zur Unterwelt kommen, zu dem Event spätestens. Dafür brauche ich dann natürlich auch die Expeditionen. Ja. Der ist hier ganz gut. Vero, den muss ich mir mal merken. Der ist halt auf 91. Jetzt bin ich halt schon wieder auf 144 gedroppt. Bisschen ärgerlich auf jeden Fall. Man kann auch definitiv diese Sachen hier mal noch ausbauen und sich ein bisschen nach vorne pushen. Das ist kein Problem. Dann ist man im Rang wieder ein bisschen weiter oben, aber es geht vor allen Dingen darum, regelmäßig anzugreifen. Das ist eigentlich so das Nonplusultra. Ja, damit kommt man dann auch besser über die Runden. Ich muss halt hin und wieder auch mal so einmähen. Man kann natürlich auch Gold ausgeben, um wieder einen zu finden, der viel hat. Zum Beispiel Spaghetti. Ja, 128, das ja, ist ein bisschen schwieriger hier zu sehen. Wie gesagt, nicht alle sind da jetzt so drauf erpicht. Ich glaube, Dekadent zum Beispiel, Alaria könnte einer sein, wo es ganz gut funktioniert. Ja, Shopred Panda ist ja auch auf 140. Ich meine, das kann man anhand der Ausbaustufe nicht immer ganz erkennen, aber es gibt echt wenig, die da sehr hoch gepusht sind. Looking hat ja zum Beispiel schon die Unterwelt, er ist selber auf 161. Vielleicht hat er eine Festungspartnerschaft gespielt. Hat aber auch den Vorteil, dass er eben hier oben unterwegs ist und dann gibt es dann vielleicht dann doch den einen oder anderen, wie zum Beispiel Gurkenwasser, der das auf jeden Fall auch relativ weit hoch gepusht hat. Und bei den Pets sieht es eben jetzt noch so aus. Ich bin ein bisschen unlucky gewesen heute mit den Quests. Ich habe noch nicht alle Pets gefunden. Also ich habe einiges an Alu-Expeditionen gespielt, aber 2 fehlen mir noch. Ich wollte eigentlich auch ganz gerne heute früh schon Okkultakel finden. Das ist mir auch nicht gelungen. Aber das ist auch letztendlich alles nicht ganz so das Riesenthema. Also jetzt hier zum Beispiel ist auch Okkultakel nicht dabei.
Müssen wir also jetzt hier erstmal versuchen, ein bisschen durchzuspielen. Ich mag eigentlich Feuer, die Feuerexpedition nicht so ganz. Ich werde auch wahrscheinlich hier auf extra Punkte gehen müssen, aber natürlich sind Steine dann recht appreciated. So, jetzt müssen wir noch hoffen, dass wir... Ui. Das ist auch noch eine Idee. Wenn ich jetzt auf 37 gehe, sind wir auf 41, 45 eigentlich... Jawohl, perfekt. So kommen wir wenigstens auf die 40 für die vollen XP. Irgendwo habe ich gerade einen Wecker gehört, aber auch hier... Ja, das ist ein bisschen der Nachteil vielleicht an den Expeditionen, wenn man die kurzen Expeditionen halt hat, die Pets entsprechend zu finden. Das kann ein bisschen ärgerlich sein. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall nochmal probieren, aber dann werden wir natürlich auf jeden Fall hier das Einhorn mit. Dann noch mal vielleicht hier ein paar Punkte liegen lassen. Früchte passen im Moment, brauche ich nicht. Jetzt nochmal hier rein. Und ja, die Kiste können wir jetzt nicht mitnehmen, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Zack. Dann schauen wir mal, ob jetzt wenigstens noch das Pet findbar ist. Möglicherweise. Wäre natürlich sehr nice, haben wir aber auch nicht. Also das ist ein bisschen RNG. Ja, das kann auch mit der normalen Abenteuer passieren. Aber im Zweifel nehme ich natürlich dann immer gerne die Ressourcen mit. Also ein paar Ressourcen haben wir jetzt hier auch drin. Ich kann auf jeden Fall das auch noch spielen. Also das, ja, darf man nicht vergessen. Das ist auch einiges an Wert, in der reinkommt, der reingespielt wird. Und deshalb denke ich schon, dass ich in der Lage bin, auch demnächst die Unterwelt bestenfalls noch vor dem Event freizuschalten. Das ja, bringt dann was. Man kann natürlich dann die Pakete holen und dann kann man eben auch die Seelen farmen und gleich vielleicht nochmal ein bisschen mehr Upgrades dort durchziehen. Wenn ich jetzt mal hier hochgehe, ja, das sieht schon ganz gut aus. Nochmal 100.000 Holz wäre ganz nice und noch 20.000, 30.000 Steine. Ich denke, dann kommen wir hier auch schon hoch. Könnte man vielleicht also dann auch schon morgigen Tag, ja, wenn ihr das Video seht, habe ich das vielleicht auch schon gemacht, wenn es richtig nice läuft. Aber wir haben natürlich ein bisschen mehr. Wir haben das Backpack, ist jetzt nicht ganz so voll. Oh, mal gucken, 719 Metalle, das ist eigentlich gar nicht so übel. Ich glaube, ich würde jetzt das nochmal ein bisschen hochziehen. Ja, ein paar Ressourcen kostet das zwar, aber die 2 Slots, die werden wir auf jeden Fall gut benötigen, weil 719 Metalle möchte ich jetzt nicht aufgeben. Die müssen wir in den Schmied reinballern. Und der Rest farmt sich ja so auch nochmal ab. Zack, zack, zack. Gehen wir erstmal nochmal hier rein. Wir haben auch nochmal Holz bekommen. Ein bisschen was. Das können wir verkaufen. Und dann nehme ich das jetzt mal mit hier. So. So. Und dann haben wir auch noch den Würfelspieler. Das kann auch mal ganz geil klappen. Holz sieht erstmal besser aus. 3 mal 4 oder 5 mal wäre es ganz geil. Ein 5er-Pasch hatte ich, glaube ich, noch nicht. Natürlich kann man auch mal Kristalle mitnehmen zwischendurch. Aber eigentlich, ja, Steine und Holz sind in der Priorität hier ganz weit oben. Ja. Okay. War jetzt nicht so erfolgreich, aber ist auch nicht so tragisch. Wie gesagt, ich bin da von Ressourcen relativ okay aufgestellt. Ich werde auch auf jeden Fall nochmal vor dem Schlafen ein paar Angriffe machen. Wo stehe ich jetzt? Der Festungsrang 117. Das passt, das passt. Und ja, wie gesagt, in der Ehrenhalle, dementsprechend sieht es da auch ganz interessant aus. Natürlich haben wir viele Paladine. Ja, noch kein Paladin auf 300. Das ist auf älteren Servern. Sissy hat sich ein bisschen hochgekämpft als Dämonenjäger. Chip, er bleibt weit oben als Scout. Dann haben wir hier eben auch ein paar Assassinen. Nero hat sich hier mit reingefügt. Valerie auch nochmal Assassine. Also Assassine eigentlich von... Wäre es Stand jetzt die zweitstärkste Klasse, so wo gemerkt lustig ist, dass es überhaupt gar keinen Berserker gibt. Da hat das Problem rund um den Berserker möglicherweise eingeschlagen. Zumindest auf diesen Servern. Ob es auf anderen Servern ähnlich so sein wird, mal schauen. Mage ist jetzt auch nicht so wirklich dabei. Also tatsächlich bin ich im Moment der zweithöchste Kundschafter. Auch noch ein bisschen Abstand. Das ist natürlich auch so ein bisschen demnach geschuldet, dass EU17 ja eben nicht so ganz der krass starke Server ist. Klar, wir haben einige sehr gute Spieler hier oben mit dabei oder sag ich mal auch Spieler, die viel Geld investiert haben. Aber
Ja, mal sehen, wie es durch den legendären Dungeon sich dann, ja, verhalten wird. Und, dementsprechend, finde ich das eigentlich ganz nice, dass ich hier die Chance habe, auch in den Top 30, tendenziell vielleicht sogar Top 20 mitzuspielen. Stand jetzt, das pusht mich gerade für den Beginn des Servers noch. Langfristig ist das Ganze natürlich wieder noch ein anderes Thema. Ich werde jetzt noch zusehen, mal schauen über das F-Game-Tools, wo ich noch etwas machen kann. Hier habe ich, glaube ich, gerade aktuell eine Chance von 0,3 bis 0,4%. Also der ist schon schlagbar. Ich habe jetzt natürlich noch mal ein bisschen Gold gefarmt. Das müssen wir mal skillen. Skillen macht hier sehr, sehr viel. Ja, und den Rest dann entsprechenderweise auf Ausdauer. Reicht nicht ganz für 1200. Aber beim Twister könnte auf jeden Fall auch wieder was gehen. Denke ich. Jawohl, das sieht schon mal ganz schön aus. Ja, 108. Alles, was sechsstellig ist an Gold, das nehme ich derzeit gerne auch mit. Für Skillen. Der Schattenwelt ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Im Tower könnte was gehen. Jetzt habe ich einen Großteil meiner Alu natürlich schon gespielt. Das ist jetzt nicht ganz so relevant, ob ich das jetzt noch heute mache oder dann nach 0 Uhr. Schauen wir mal, ich denke, könnte noch ein bisschen was gehen. Jedes Level-Up hilft natürlich dann im Licht-Dungeon. Aber das mache ich dann halt offline. Ich würde jetzt einfach nochmal ein paar Versuche auf die furiose Seele geben. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Also auch ohne SF-Game-Tools hätte ich jetzt hier ein Gefühl, wo ich sage, der kann fallen. Und darum geht es bei den Mages, sage ich mal. Wenn man relativ ordentlich, ja, über die Hälfte des Lebens eines Mages abzieht, wenn man selber halt jetzt Kundschaft hat. Eigentlich fast egal, welche Klasse, ja. Wenn man über die Hälfte abzieht im Schnitt bei einigen Versuchen, dann hat man tendenziell auf jeden Fall eine Chance, ihn zu besiegen. Wie hoch sie natürlich ist, gestaltet sich dann im Detail über SF-Game-Tools, kann man das dann gut ausrechnen, aber ja, also wir haben einen guten Versuch dabei, aber es ist ja auch nicht so, dass er gleich fliegt. Ne? Also deshalb, wir sind jetzt wahrscheinlich bei 0,45%. Ich hätte schon Bock, dass er fällt, weil danach kommt auch noch einer, den man schlagen kann, würde ich mal behaupten. Und dann ist man schon kurz vor 200. Aber hey, immerhin. Geht ja noch was. Der Tag ist noch nicht ganz vorbei. Vielleicht schaffe ich es noch. Ihr seht es ja vielleicht morgen dann, wenn ihr das Video gesehen habt, in der Anhalle. Ich bin jetzt hier eigentlich, genau, noch drauf und dran beim Arena Manager. Etwas zu tun. Diese 269 Millionen kriegen wir nicht mehr. Ich werde jetzt hier einfach mal in die 7 Tage reingehen. Bye. Und dann haben wir jetzt hier 75 Runen. Und starten das Ganze nochmal von neu. Damit wir auch zum legendären Dungeon, was ja quasi wie Epic Event ist, dann auch ordentliche Runen am Start haben, damit wir dann auch Items bekommen mit den Runen, mit den Verbesserungen. Das wird der Plan sein. Deshalb bedanke ich mich fürs Zusehen, Zuhören. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus. Euer Basti.